What is he dreaming about? Some kind of ball? Er atmet. Lassen wir ihn lieber schlafen. Er atmet. Lassen wir ihn lieber schlafen. He is breathing. We'd better let him sleep. Schlafen is to sleep. Wolke. The cloud. Correct. Notice how die Wolke is feminine because it ends with an E. Hello and welcome to LearnGermanGames.com, the only place where you learn German with actual computer games. As you've seen from the introduction, this is all with explanations and mini exercises that you can participate with in chat so you can learn better. But before you're able to do that, make sure to subscribe to be able to chat. I have disabled chat for everybody who is not subscribed to reduce spam and help learners better so you can focus more. So click that subscribe button, especially also if you're not watching this live so you can catch us next time. Click the alert bell as you can see here. Also to help you out, there's real-time subtitles for the game as well as the stuff I am saying. The yellow is for German and blue is for English. And knowing that, let's start. Last time we were playing as well and got this egg here. So we're gonna get this golden egg now. Yeah, I have no idea what this guy is dreaming about. I think he's dreaming about these offerings. So leicht. Mal sehen. Also, wir nehmen das Ei mit. Schön. Jetzt haben wir 3 Eier, glaube ich. Nicht angerührt. Nein, wir brauchen Habe die dieses Schale Ei nicht hier. angerührt. Wartet mal. Okay, wir haben 3 Eier. Opfergabe. Wir müssen sie hier setzen. Biete alle Opfergabe an. Und noch ein. Sowas. Ich frage mich, was wohl das Gewichtslimit dieser Leiter ist. Die sollten ein Schild anbringen oder sowas. Opfergabe. Biete alle Opfergabe Nichts ist passiert. an. Nothing happened. Let's explain a little bit. Also, nicht angerührt. Hab die Schale nicht angerührt. Ich schwöre. He's having nightmares, this guy. Not touched. Ja, nicht angerührt. I haven't touched anything. So he's afraid of his boss, I guess. Anrühren is to touch. The an here, the prefix, gives it more of a destination because you're putting your hand on something, you're touching it. Ja. Anrühren, habe die Schale nicht angerührt. Die Schale is a bowl. These are the bowls we're putting eggs in. Ich schwöre. I swear. Schwören is to swear. You can see also Schale is feminine because it ends with an E. Yeah. Obviously there's some missing words here. This is just some blabber. This is not a complete German sentence. It's just what he's saying while he's dreaming. Schnarchen, snoring. So leicht, Lightbeard. Lightbeard is the name of his boss, the guy in the sky we saw last time. In this case, leicht actually means literally light. And from context here, we know that he means light because they're talking about being on the cloud. So he's not saying easy, he actually means light here. Opfergabe, biete eine Opfergabe an. We have a separable verb here, biete an. It can be a bit tricky to get used to separable verbs in German. So always keep your eyes forward on the sentence so you can see what happens before you actually start to try to understand. So anbieten is to offer. There it is. Yeah, so whenever you get to the verb, don't just assume what it means. Just look at the end, have a really quick look. If there's something short like an, aus, or for, any of those prefixes, yeah, you might need to join it with the word because it wouldn't make sense to have it on its at the end here on its own. Yeah, it has to be part of the verb. Hamni, another name here. Sowas. Ich frage mich, was wohl das Gewichtslimit dieser Leiter ist. Die sollten ein Schild anbringen oder sowas. Sowas
literally means something like that. Yeah, like that, something. As in, I can't believe what I'm saying here. Jeez. Ich frage mich, I ask myself, was wohl? Wohl literally means well, but in context here it means probably. So what probably does das Gewichtslimit? Limit is limit, yeah. And the S is like the apostrophe S in English, so the weight limit. Diese Leiter of this ladder, here Leiter is actually feminine. Leiter is a word that can have two meanings depending on its gender. In this case, die Leiter is a ladder. And the reason we have diese with an ER is because this is the genitive case, ja. Die sollten ein Schild anbringen oder sowas. They should put a sign on or something. And the reason she said that is because she thinks so we have put too much weight on here. So we should probably not do that and have a sign that says that. Also das Schild is a sign. Okay, mal sehen. Vielleicht können wir die Leiter hier hochsteigen. Ab dafür! Warte, beweg dich nicht. Ab dafür! Oh nein, meine Schalen! Tut mir leid. Oh Gott, es geht los! Sie kommen! Schön. Wir sind entkommen. Christopher, bitteschön. Ab dafür. Ab dafür. Ab dafür, she's talking about the ladder here. Yeah, it doesn't literally mean off with it. Yeah, it's like saying off you go. Yeah, off you go would be a better translation here. Ab dafür. Warte, beweg dich nicht. Warte, beweg dich nicht. Wait, don't move. Bewegen here is a reflexive verb. Sich bewegen, don't move yourself. Ja, sich bewegen. Beweg dich in an imperative mode, as in he's telling her what to do. Move yourself not. Angestrengt, ab. Angestrengt, ab. So strained or making an effort. She's saying that previous sentence, ja, ab dafür. Ab dafür. Oh nein, meine Schalen. Oh nein, meine Schalen. Now, Schalen can mean shells, but in this context, he's talking about balls. So, yeah, my balls. Tut mir leid. Tut mir leid. I'm sorry. Yeah, forget that. Oh Gott, es geht los, sie kommen. Oh Gott, es geht los, sie kommen. Geht los, as in it's happening. Yeah, losgehen, to go off, or to be happening, to be starting off, to come off. They're coming. The continuous here is just from context. There's no continuous tense in German. It's just from context, you know that this is what he means. Apparently, he believes in some kind of conspiracy theories, or he's afraid of some people that are coming. So let's talk to him and find out. Er hat Angst. Hi. Hör zu! Es tut mir leid! Ich habe nicht gewusst, dass ihr Gefühle habt, okay? Okay. Ich vergebe dir. Oh, wirklich? Toll! Hey, wer bist du? Ich bin Vella. Und wer bist du? Ich bin Curtis. Entschuldige, ich dachte, du wärst ein Baum. Kimberly, bitteschön.
Hör zu, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass ihr Gefühle habt. Okay? Hör zu, es tut mir leid. Ich habe nicht gewusst, dass ich Gefühle habe. Okay? The first verb we start with here is to listen, zuhören. It's a separable verb as well. It's literally to hear towards. So if you are hearing in a certain direction, you are listening, yeah? Hör zu, es tut mir leid. I'm sorry, ich habe nicht gewusst. This is the verb wissen. I did not know. Or I have not known, if you want to translate literally. Dass ihr, that you guys, you all, you people, this is the plural. You, Gefühle is the plural of das Gefühl, the feeling, habt. So, ihr habt, so you all have, okay? I didn't know you had feelings, okay? I don't know what he's talking about. We're gonna figure it out now. Okay, ich vergebe dir. Okay, ich vergebe dir. Vergeben is to forgive. It always takes a dative. This is why we say dir and not dich, yeah? So remember verbs like vergeben, helfen, glauben, they take the dative. Okay, I forgive you. Oh, wirklich? Toll. Oh, wirklich? Toll. Really? Great. Hey, wer bist du? Hey, wer bist du? Hey, who are you? Ich bin Bella. Und wer bist du? Ich bin Bella. Und wer bist du? I'm Bella and who are you? Ich bin Curtis. Ich bin Curtis. I'm Curtis. So just like in English you can say ich bin Curtis, you can also say ich heiße Curtis. My name is Curtis. Entschuldige, ich dachte, du wärst ein Baum. Entschuldige dich. Ich dachte, du wärst ein Baum. Ja, so he thought that she was a tree. Der Baum. Sorry, I thought you were a tree. As if that makes any sense at all. Ah, hast du schon immer mit den Bäumen geredet, Curtis? Hast du schon immer mit den Bäumen geredet, Curtis? Nein, Sie haben erst vor kurzem angefangen zu sprechen. Wie kann ich Bäume fällen, wenn Sie mich anschreien? Ja. Vielleicht solltest du dann keine Bäume fällen. Aber ich bin ein Holzarbeiter. Wenn ich keine Bäume fällen kann, woher soll ich dann mein Holz bekommen? Was schreien sie denn? Alle möglichen persönlichen Beleidigungen. Also wirklich völlig unzumutbares Zeug. Es ist ziemlich hart, aber das Schlimmste ist, ich habe kein Holz, um Sachen zu bauen. Susan, bitteschön. Hast du schon immer mit den Bäumen geredet, Curtis? Hast du schon immer mit den Bäumen geredet, Curtis? Have you always talked to the trees, Curtis? Here we see the plural of tree, Baum, is Bäumen with an N because this is the plural in the dative case. The dative case always comes after mit. And den is the definite article you always use with the plural. Hast du schon immer? Have you always? And notice how talked is at the end here. Geredet is the past participle of reden, to speak or to talk. In German, they tend to use sprechen a lot more than reden, but you know you can generally use them interchangeably. Nein, Nein, no. Sie haben erst vor kurzem angefangen zu sprechen. Sie haben erst vor kurzem angefangen zu sprechen. Anfangen is a separable verb. This is why we have the GE of the past participle in the middle of it. Ja, angefangen. Sie haben erst vor kurzem is only recently, or first, before, a short time, if you want to think about it that way. Zu sprechen, to speak. So, Could that have been yeah, that they have, not you have? Yeah. In this case, I was about to say that. It's they have. This is automatic translation. I don't always have time to correct it before we start. So we correct it live here with you, but this is also good for learning. It's for you to know that if you take sentences independently, they are ambiguous. So you have to learn to understand things from context. But it's not as hard as you think. Yeah, so Sie haben could be formal you.
But from context here, we know he's talking about the trees, so he means they have only begun to speak recently. One sec here. All right. Wie kann ich Bäume fällen, wenn ich mich anschreie? Wenn sie mich anschreien. Wie kann ich Bäume fällen, wenn sie mich anschreien? Wie kann ich Bäume fällen, wenn sie mich anschreien? Anschreien is to scream at or to shout at. The at is the an part, ja, anschreien. Und fällen is to fell as in cut them down, yeah. So how can I cut down trees when they are screaming at me? The at me again is part of the verb in German, anschreien. That's the difference between anschreien and schreien. Schreien is just shouting randomly. Yeah, anschreien, you have somebody or something you're shouting at. Vielleicht solltest du dann keine Bäume fällen? Vielleicht solltest du dann keine Bäume fällen? Maybe you shouldn't cut down trees, ja. Vielleicht, oh nein, das haben wir noch nicht, wir sind asked, ja. Aber ich bin ein Holzarbeiter. Wenn ich keine Bäume fällen kann, woher soll ich dann mein Holz bekommen? Aber ich bin ein Holzarbeiter. Wenn ich keine Bäume fällen kann, woher soll ich dann mein Holz bekommen? Genau, but I'm a woodworker or a lumberjack. If I can't cut down trees, where am I going to get my wood? Also das Holz is wood. Ja, aber ich bin ein Holzarbeiter, wenn means either when or if. In this case, from context, you can tell that he means if. If I no trees cut down can, where from shall I then my wood receive or get? Was schreien Sie denn? Was schreien Sie denn? What are they shouting then? So this is the trees. Now we have both verbs in the vocabulary list. We have schreien and anschreien. Alle möglichen persönlichen Beleidigungen, also wirklich völlig unzumutbares Zeug. Alle möglichen persönlichen Beleidigungen, also wirklich völlig unzumutbares Zeug. Genau, all kinds of personal insults. Alle möglichen takes an N because the insults here is plural. Persönlichen is also the following adjective that takes an N. Beleidigung is an insult with an en, it becomes plural, and Beleidigung is found because it ends with ung. Also, remember everybody that also means so, not also. Ja, also in German ist auch. Also, so, wirklich völlig unzumutbares Zeug. Really completely unacceptable or unreasonable stuff. Das Zeug ist stuff. Es ist ziemlich hart, aber das Schlimmste ist, ich habe kein Holz, um Sachen zu bauen. Es ist ziemlich hart, aber das Schlimmste ist, ich habe kein Holz, um Sachen zu bauen. Es ist ziemlich hart, it's fairly or pretty hard. Yeah, pretty not in a literal sense. Let's say quite, yeah. It's quite hard, but the worst part is I don't have any wood to build stuff with. Es ist ziemlich hart, aber das Schlimmste ist, notice how schlimm just generally is an adjective, but in this case it is used as a noun. It's like saying the worst thing or the worst part. But the word part doesn't appear in German because we have changed an adjective into a noun by capitalizing it here. And it became nur. Das Schlimmste, so the implication is the worst part or the worst thing is, ich habe kein Holz, I don't have wood, um Sachen zu bauen, to build things. Bauen is to build. Alright, we have 25 words in the vocabulary list now. Let's practice them. If you're watching this live with us in chat, make sure to send me your answers here. The left part is for German words, the right part is for English.
just send me the numbers so you can answer real quick. Alright, let's start. Fangen wir an. Zuhören. Listen. Zuhören, make sure to emphasize the prefix because this is a separable verb. Losgehen, to go off. Losgehen, to go off. Sich bewegen. To move. Sich bewegen, to move. Anrühren, to touch. Anrühren, to touch. Make sure to pronounce the umlaut here by stretching your tongue forward, ja? Anrühren, to touch. Die Schale, the bowl. Die Ich habe Schale, es nicht angerührt. Das Schild, the sign. das Schild, the sign. Die Leiter. The ladder. Die Leiter, the ladder. Swearen. To swear. Schwören, you mean? To swear. Anbieten. To offer. Anbieten, to offer. Und leicht, light. Same exercise now, but with short sentences we've seen today, as well as sentences from the everyday life that are very useful. Yeah. Was schreien Sie denn? What are they yelling at? What are they shouting? Ja, was schreien sie denn? What are they shouting? Samir's Hey! favorite. Das hat funktioniert. That worked. Das hat funktioniert. That worked. Hey, wer bist du? Hey, who are you? Hey, wer bist du? Hey, who are you? Rate mal. Guess. Rate mal. Guess. Keine Sorge. Don't worry. No worries. Keine Sorge. Don't worry. Or no worries. Ich vergebe dir? I forgive Mhm. you? Ich vergebe dir. I forgive you. Hier ist langweilig. She is bored. Ja, ist langweilig. Notice how we are starting with the dative here. Because she is not a boring person. If we say sie ist langweilig, it would mean she is a boring person. So make sure not to insult people. Say ihr ist langweilig or mir ist langweilig, as in to me is boring, as in this is boring to me, not I am a boring person, hopefully. Wie bitte? Ist das dein Ernst? I beg your pardon? Are you serious? Wie bitte? Ist Ja. das dein Ernst? Literally, is that your seriousness? Es ist langweilig. It's boring. Ja, es ist langweilig. It's boring. Ja, sie sehen zu ihm auf. Yes, they look up to him. Fill in the blank. Was, etwas, sie denn? What's missing here? Schreien. Was schreien sie denn? She's talking about the trees. What are they shouting? Alle möglichen persönlichen etwas, also wirklich völlig unzumutbares Zeug. Beleidigungen. Beleidigungen. Sehr gut, they are shouting insults. All kinds of personal insults, so really completely unacceptable stuff. Wie kann ich Bäume etwas, wenn sie mich anschreien? Fällen. Fällen, to fell or to cut down. How can I cut down trees when they are screaming at me? Sie haben erst vor kurzem etwas zu sprechen. Reden. Nein, Ja. Angefangen. angefangen, sehr gut. Started. They have only recently begun or started to speak. Sie haben erst vor kurzem angefangen zu sprechen.
Aber ich bin ein Etwas. Wenn ich keine Bäume fällen kann, woher soll ich dann mein Holz bekommen? Holzarbeiter. Sehr gut. Ich bin ein Holzarbeiter. I'm a woodworker or a lumberjack. If I can't cut down trees, where am I going to get my my wood? Flashcards. How do you say to touch in German? Anrühren. 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 Rühren. To That's go fun to say. off. Losgehen. Losgehen. Sehr gut. To offer. Anbieten. Anbieten. To move. Sich Bewegen. bewegen. Sich bewegen. Bewegen on its own would mean to move something. Yeah, an object maybe. Light. As in the adjective. Licht. The adjective, not the noun. Leicht. 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 The ball. Die Schale. Die Schale. To swear. Schwören. I thought we weren't Schwören. allowed to swear on YouTube. You're not. Das Schild. Das Schild. Die Leiter. Die Leiter. We climb a lot in this game, so you should know this word very well by now. To listen. Zuhören. Zuhören. Ordering of words. These are sentences we also saw, maybe a bit longer. This is why I give you a simpler exercise just to order the words, because German word order can be a bit confusing sometimes. And the only way to really master it is to see a lot of those sentences and notice all the order. Yeah, there's a few rules like having the verb in the second position, the main clause and stuff like that. We always point those out. But for the other words, even though technically they could be in different kind of orders, sometimes one order is more natural than the other. Yeah, so keep your ear out for that. Hey, wer bist du? Hey, wer bist du? Hey, who are you? Rate mal. Ah, Was schreien Sie denn? Was schreien sie denn? What are they talking? What are they shouting? Notice how in German a lot of the times they add a den to just add to the question. It doesn't actually have a meaning. You can even say it in English. What are they shouting then? But in German they tend to add this den more often than English speakers do. Wie kann Wie? ich Go ahead. Bäume fällen? I'll do the front and you can do the back. All right. Business in the front, party in the back. Wenn Sie mich anschreien. Wie kann ich Bäume fällen, wenn sie mich anschreien? How can I cut down trees when they are screaming at me? Sie haben vor kurzem angefangen zuerst sprechen. Sie haben erst. You're so close. Vor Erst kurzem. vor kurzem angefangen zu sprechen. Sehr gut. They have only recently begun to speak. Vielleicht solltest du dann keine. Oh, go ahead. Yeah, you got it. Oh, Bäume fällen. Ja. Vielleicht solltest du dann keine Bäume fällen. Maybe you shouldn't cut down trees then. Alright, these were our sentences for today. Let's keep talking to the lumberjack. Du bist also ein Holzanwerker. Kannst du mir etwas bauen? Du bist also ein Holzhandwerker.
Kannst du mir etwas bauen? Was denn? Eine Waffe? Nein. Eine Waffe, um Mog Chotra zu töten? Der Kerl ist echt ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass ich etwas so Mächtiges anfertigen kann. Wie wäre es mit einem schönen dreibeinigen Stuhl? Ja. Ich habe schon so lange keinen Stuhl mehr gemacht. Wie traurig. David, bitteschön. Du bist also ein Holzhandwerker. Kannst du mir etwas bauen? Du bist also ein Holzhandwerker. Kannst du mir etwas bauen? Sorry. So, you're a woodworker. Can you build something for me? Again, remember that also is so. Even advanced learners keep confusing that for years and years. Unless you put concentrated effort into it, you will keep confusing it. Also notice the dative here. Can you to me something build? This is why we say mir and not mich. Ja, kannst du mir etwas bauen? Was denn? Was denn? What then? Literally, what then? But again, the then here is very light. Yeah, it's just to add a kind of a feeling to it. Eine Waffe, um Mog Chotra zu töten? Eine Waffe, um Mog Chotra zu töten? A weapon to kill Mog Chotra. If you're watching our video here for the first time and you don't know who Mog Chotra is, make sure to click the I button up there to watch all the videos in the playlist to see what happened before. This is a really nice game. Mog Chotra is actually a monster she wants to kill. Der Kerl ist echt ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass ich etwas so Mächtiges anfertigen kann. Der Kerl ist echt ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass ich etwas so Mächtiges anfertigen kann. Ja, der Kerl, as in the guy, the fellow, ist echt ärgerlich. Really annoying, ärgerlich. Very important word. There's so many things that are annoying in life. Yeah. Mächtig is powerful. And again here we have a case where an adjective was turned into a noun. This is why we have it in a capital letter here. Etwas so Mächtiges, something so powerful. Anfertigen, you can translate it as to make. Yeah. But it doesn't literally mean the exact same thing as in English. Anfertigen gives the feeling that somebody's making something with attention to detail, yeah? So anfertigen has that kind of feeling. This is why he didn't say machen. Wie wäre es mit einem schönen dreibeinigen Stuhl? Wie wäre es mit einem schönen dreibeinigen Stuhl? Please pay attention to this word, schönen, yeah, with the umlaut, because schonen is a verb. Yeah, it's a completely different kind of word. Just like we have schön and schon, we have also schonen, and schonen means to treat or to protect. So, yeah, it's very important to say schönen here. It's an adjective in this case. Dreibeinig, three-legged. Und der Stuhl is a chair. Notice how I'm pronouncing the S and T. Because the S comes before a T, it's pronounced like sh. So Stuhl, ja. Wie wäre es, how about, with a beautiful three-legged chair, much more peaceful. Ja, ich habe schon so lange keinen Stuhl mehr gemacht. Yeah, I haven't made a chair in so long. Notice here how gemacht, they just, the translators of this game, they just changed the verb. They got a bit lazy, I guess. But yeah, here it's similar to anfertigen, it's implied. Okay, wir können einen Stuhl also bauen. Okay, baue mir einen Stuhl. Liebend gerne, wenn ich nur etwas Holz hätte. Ach so, also er hat kein Holz. Hör mal, wegen all der Unordnung oben. Oh, ist noch ein Baum auf mein Dach gekracht. Ja, genau. Ein Baum ist auf dein Dach gestürzt. Schon gut, ich konnte hier sowieso etwas frische Luft gebrauchen. Bin hier nämlich schon ziemlich lange eingepfercht, weißt du? Jott, bitteschön.
Okay, baue mir einen Stuhl. Okay, baue mir einen Stuhl. Build me a chair or build to me. Again here, it's the dative, yeah. Dative, and then we have the accusative because what is he building? A chair. So this is the simplest example of having both the dative case, which is the indirect object, and the accusative case, the direct object. Baue mir einen Stuhl, because der Stuhl, it's masculine. Liebend gern, wenn ich nur etwas Holz hätte. Liebend gerne, wenn ich nur etwas Holz hätte. Liebend is literally loving, as in I would love to, with pleasure. Wenn ich etwas Holz hätte, etwas in this case doesn't mean something, it means some, as in a little bit. Yeah, if only I had some wood. Hör mal, wegen all der Unordnung oben. Hör mal, wegen all der Unordnung oben. Die Unordnung is a disorder or the mess, ja. Und wegen takes the genitive case, this is why we have der Unordnung, even though Unordnung is feminine, you can see it from the UNG, that this word is feminine. So because of all the mess upstairs, or in this case, the better translation would be regarding all the mess upstairs. Oh, ist noch ein Baum auf dem Dach gekracht? Oh, ist noch ein Baum auf mein Dach gekracht? Das Dach is a roof, and gekracht is the past participle of krachen, to krach. And if you ask me, it sounds much more descriptive in German, because when something cracks, it makes that sound, I guess. Gekracht. This should help you remember it. Ist noch ein Baum auf mein Dach gekracht. And yeah, auf mein Dach, das Dach, you can see it in the orange, that it's neuter. Ja, genau, ein Baum ist auf dein Dach gestürzt. Ja, genau, ein Baum ist auf sein Dach gestürzt. Stürzen is to fall, or to rush, to plunge. Yeah, not just falling normally. A tree fell on your roof. Schon gut, ich konnte hier sowieso etwas frische Luft gebrauchen. Schon gut, ich konnte hier sowieso etwas frische Luft gebrauchen. Sowieso is anyway, that's right, schon gut, literally already good. Ich konnte, I could, hier sowieso, here anyway, etwas frische Luft. Again, here etwas is used to mean some, a little bit of fresh air. Neat. Bin hier nämlich schon ziemlich lange eingepfercht, weißt du? Bin hier nämlich schon ziemlich lange eingepfercht, weißt du? Ja, really nice verb hier, einpferchen, is to pen in, as in to be living in, let's say, or to be cooped in, cooped up. Coop up. Yeah, maybe coop up is a bit clearer, because I've been cooped up here for a pretty long time, you know. Yeah, let's keep it as coop up. It's clearer, I think. So. Kannst du mir helfen, Mokchotra zu töten? Kannst du mir helfen, Mokchotra zu töten? Can you help me kill Mokchotra? Remember, just like I said in the beginning, mir, because of the verb helfen, always takes the dative. Mir helfen. Wirst du mir helfen, Mokchotra zu töten? Tut mir leid, lehne ich aus Gewissensgründen ab. Aber ich verwende meine Axt nicht. Du kannst sie gerne haben. Oh, meinst du, ich könnte damit Mokchotra töten? Oh, also, nein. Ich glaube nicht, dass irgendwas Mokchotra erledigen könnte. Bis später, Curtis. Hüte dich vor den Bäumen. Sie ist so gewalttätig. Jordan, bitteschön. Kannst du mir helfen, Mokchotra zu töten? Kannst du mir helfen, Mokchotra zu töten? Can you help me kill Mokchotra?
Mhm. Tut mir leid, lehne ich aus Gewissensgründen ab. Tut mir leid, lehne ich aus Gewissensgründen ab. The verb here is ablehnen, lehne, ab. Just like I said in the beginning, pay attention to the end of sentences in German. They're often very important. Yeah, ablehnen is to refuse. So out of reasons of consciousness, der Gewissensgrund. Yeah, Grund is reason and Gründen is the plural of Grund. So I refuse to do that for reasons of conscience. Notice how in German you say out of reasons for conscious, not for, like in English. Prepositions tend to be used differently in different languages. Aber ich verwende meine Axt nicht. Du kannst sie gerne haben. Aber ich verwende meine Axt nicht. Du kannst sie gerne haben. The axe is an axe, but I don't use my axe. You're welcome to it, as in you're welcome to use it. Oh, meinst du, ich könnte damit Mokchotra töten? Oh, meinst du, ich könnte damit Mokchotra töten? Meinen is to mean or to think. In this case, it's to think, as in, are you of the opinion, yeah? Do you think I could kill Mokchotra with this? Oh, also nein, ich glaube nicht, dass irgendwas Mokchotra erledigen könnte. Oh, also nein, ich glaube nicht, dass irgendwas Mokchotra erledigen könnte. Erledigen. Erledigen is to deal with or to finish off. You know here from context that he means to finish off. Yeah, not like do or something like that. So no, I don't think anything could finish off Mokchotra, as in, you know, kill that monster. Bis später, Curtis. Bis später, Curtis. See you later, Curtis. Hüte dich vor den Bäumen. Hüte dich vor den Bäumen. Beware of the trees, or literally to take care of or be on one's guard. Sich hüten is to be on one's guard. So imagine you have some kind of hat on top of you. This is how you remember it. It's like Hut, sich hüten. Hüte dich. Here in the imperative mode, he's telling her what to do. Hüter. Ja. Okay, wir erkunden ein bisschen. Was gibt es? Was haben wir jetzt? Ach, wo ist die Achse? Ach, hier. Brauchst du diese Axt? Nicht, bis diese Bäume aufhören zu sprechen. Na gut dann. He still thinks the trees talk. Okay, gibt es noch sonst was hier? Können wir das Fenster aufmachen? Anscheinend nicht. Hey, hier ist etwas Holz. Das Holz erfüllt an dieser Stelle eine lebenswichtige Sicherheitsfunktion. Ja, natürlich. Christopher, bitteschön. Oh, Brauchst du diese Axt? oder? Ja. Brauchst du diese Axt? Do you need this axe? Nicht bis diese Bäume aufhören zu sprechen. Nicht bis diese Bäume aufhören zu sprechen. Aufhören is to stop. Not until these trees stop talking. Hey, hier ist etwas Holz. Hey, hier ist etwas Holz. Again here, etwas is some, as in a bit of wood. Das Holz erfüllt an dieser Stelle eine lebenswichtige Sicherheitsfunktion. Das Holz erfüllt an dieser Stelle eine lebenswichtige Sicherheitsfunktion. Ja, erfüllen is to fulfill. Und die Stelle is a place. So in this place, it fulfills a vital, lebenswichtig, literally life important, Sicherheitsfunktion, security function.
as in safety function. So the wood fulfills a vital safety function at this point, or actually at this place. All right, we have 51 words in the vocabulary list today. Let's practice some of them here. Schwören, to swear. Schwören, to swear. Leicht, light. Leicht, light. Anrühren, to touch. Anrühren, to touch. Where is it? You can't touch it. Ja. There it is. Sich bewegen. Bewegen. Move. To move. Sich bewegen, to move. Losgehen. To go off. Losgehen, to go off. Anbieten, to offer. Anbieten, to offer. To hören. To listen. Zuhören, to listen. Die Schale, the bowl. Die Schale, the bowl. Das Schild, the sign. Das Schild, the sign. Und die Leiter, the ladder. Sentence matching. Ja, sie sehen zu ihm auf. Yes, they look up to him. Ja, sie sehen zu ihm auf. Yes, they look up to him. Brauchst du diese Axt? Brauchst Do du you need diese this Axt? Do you need this axe? Nicht bis diese Bäume aufhören zu sprechen. Not until these trees stop talking. Nicht Sehr bis diese gut. Bäume aufhören zu sprechen. Please notice everybody that aufhören is to stop. Yeah, it has nothing to do with hearing. Not until these trees stop talking. Hüte dich vor dem Baume. Beware the trees. Hüte dich vor den Bäumen. Beware of the trees, or keep your guard up. Hey, hier ist etwas Holz. Hey, here's some wood. Hey, hier ist etwas Holz. Hey, here's some wood. Hey, wer bist du? Hey, who are you? Hey, wer bist du? Hey, who are you? Ich Okay. vergebe dir. What? Ich vergebe dir. I forgive you. Ich vergebe dir. I forgive you. Okay, baue mir einen Stuhl. Okay, build me a chair. Okay, baue mir einen Stuhl. Okay, build me a chair. Was schreien sie denn? Why are they shouting? Was schreien sie denn? What are they shouting? Das hat funktioniert. That worked. Something I rarely say. Alle möglichen persönlichen etwas, also wirklich völlig unzumutbares Zeug. What's missing here? Fill in the blanks. Well, nobody says them to you, especially, but they're Beleidigungen. Ja. Beleidigungen sind mir egal. All kinds of personal insults, so really completely unacceptable stuff. Aber ich bin ein Holzarbeiter. Wenn ich keine Bäume fällen kann, woher soll ich dann mein etwas bekommen? Holz. Holz. Where am I supposed to get my wood? Es ist ziemlich hart, aber das Schlimmste ist, ich habe kein Holz, um Sachen zu Wählen. Ja. Bauen. bauen. Ah, To build stuff, not to cut stuff. Fällen is mostly used for trees, yeah. It's pretty hard, but the worst part is I don't have any wood to build stuff with.
Wie kann ich Bäume etwas, wenn sie mich anschreien? Genau, go, David. Ja, Berlin. Ellen? Genau. How can I cut down trees when they are screaming at me? Oh, ist noch ein Baum auf mein etwas gekracht. Ach, Dach, roof. Or did another tree crash on my roof? Flashcards, how do you say to offer in German? anbieten. Anbieten. To swear? Schwör. Schwören. Schwören. Und was ist das? Das Das ist das Schild. Schild. Das Schild, the sign. To touch in German? Anrühren. Anrühren. Make sure to emphasize the prefix. You can see it from the dot here because this is a separable verb. To move. Sich bewegen. bewegen. Sich bewegen. Und was ist das hier? Die Schale. Die Schale. The adjective light, not the noun. Liegt, fein. Ja. Also not heavy. Leicht. Leicht. To go off. Losgehen. Losgehen. Und was ist das hier? Die Leiter. Die Leiter. To listen. Zuhören. Zuhören. Word order. What's the first word in this sentence? Okay. 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 Baue mir Ja. einen Stuhl. Okay, baue mir einen Stuhl. Okay, build me a chair. Hast du Schon immer mit den Bäumen? geredet, Curtis. Have you always talked to the trees, Curtis? Ja, Teamwork. Hey, wer bist du? Hey, wer bist du? Hey, who are you? Kannst du mir helfen, this is no, is no there. Let's see, kannst du mir helfen? Du magst zu Shuttle Mokshotra töten. Kannst du mir helfen, Mokchotra zu töten? Can you help me kill Mokchotra? Actually, there is a quick question. Ja. Could that sentence have been written as Mokshatra zu töten? Ja. Because I feel like it goes either way. Cool. Ja. Was schreien schreien Sie Sie denn? Was schreien sie denn? What are they shouting? All right, let's keep exploring a little bit. Nice job, everybody. Was gibt es noch hier? Was gibt es oben eigentlich? Oh, wie hübsch. Ich mag die glänzende Sonne. Das war knapp. That was close. Oh, wie hübsch. Ich mag die glänzende Sonne. Oh, wie hübsch. Ich mag die glänzende Sonne. Oh, how pretty. I like the shiny sun. Hübsch is pretty und glänzend is shiny. Alright, and hopefully you liked this shiny video here and you learned something. Thank you for watching. If you still have questions, I'm sure you have a lot of them. Please ask them in the comments below.